Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem April-Taroskop, April 2025. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein April gestalten möchte, was er für dich alles bereithält. Was wird wichtig, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was jedoch aber eventuell auch außer Acht gelassen werden sollte. Die ist gleich mal runtergefallen, die heben wir später auf. So, der Schütze im April bitte. Leere. Es ist aber eine Leere, sie fühlt sich an, wie als würdest du in der Schwebe sein. Nichts um dich herum. Bisschen Orientierungslosigkeit, bist stutzig darüber. Doch es tut dir wahnsinnig gut. Du kannst runterfahren. Es ist, als würdest du etwas zu Ende gebracht haben oder etwas kommt zum Ende im April und das macht neue Türen und Tore auf. Es ist so, stell dir vor, gefühlt, eine Situation ist jetzt plötzlich da und du sagst, okay, was jetzt? Doch du bist sehr ruhig und gelassen. Vielleicht kommst du mehr ins Vertrauen und dadurch wird es vielleicht viel leichter. Hier kommen keine Karten mehr, dann schaue ich mal, was da runtergefallen ist. Oh, wow. Eine einzige Karte. Lieber Schütze, im April bist du mit etwas, durch etwas auf dich alleine gestellt. Dort, wo du bisher Unterstützung gefunden hast, dachtest, Unterstützung zu finden. Verbindungen zu haben. Ich glaube, du wählst, dich zurückzuziehen. In dich zu hören, in dich zu spüren, in dich zu schauen. Und du wirst einen Weg entdecken, um etwas diesmal ganz anders zu machen. Es ist wie die Situation, von der wir vorher sprachen, die zum Ende gekommen ist oder jetzt sehr zeitnah bis maximal Mitte April zum Ende kommt. Du stehst plötzlich im Licht am Ende des Tunnels. Wenn du dir das Licht des Ende des Tunnels so oft erhofft hast, vorgestellt hast und dir dachtest, endlich, wann wird das vorbei sein? Ein Fingerschnippen. Es ist kein Weg mehr, es ist kein langer Weg mehr oder generell überhaupt kein Weg mehr. Es ist, als würdest du katapultiert werden hinein in das Licht. In diesem Licht, wie gesagt, bist du in der Schwebe, wie in der plötzlichen Freiheit, emotionellen Freiheit, materiellen Freiheit, finanziellen Freiheit. Sie sagen, frei von Bewusstsein, frei von Schuld und Schuldzuweisungen. Ich sehe deinen Lichtkörper, wie er expandiert und du bemerkst es auch.
Es ist, wow, ein sehr, sehr schönes Bild, das sie mir zeigen. Und ich denke, auf zu einer neuen Richtung, lieber Schütze. Schauen wir uns dein Hauptthema an. Gut möglich, dass du zwei Menschen hast, mit denen du sehr eng verbunden bist. Dies können Familienangehörige sein oder eigene Kinder. Du bist mit ihnen sehr eng verbunden, doch sie, wie kann ich dir sagen, sie sind nicht zentrales Thema im April. Ja, schau an, die Innenschau, wie wunderbar. Und das Rad des Schicksals. U-Turn um 180 Grad. Das, was momentan so schwer auf dir gelastet hat, so schwer gewogen hat, dich so in Sorge gehalten hat, vielleicht in Nervosität, in Wut, in Unruhe oder auch in Verdruss und Hoffnungslosigkeit. Wie gesagt, mit einem Fingerschnippen bist du da draußen. Gut möglich, dass du mit einem Wasserzeichen verbunden bist, insbesondere mit einem Fisch. Es geht darum, lieber Schütze, dass du Zusammenhänge erkennen darfst. Dass alles ineinander verwoben ist. Alles quasi, sei es von deinen eigenen Gedanken, von deinen eigenen Handlungen, von deinen eigenen Entscheidungen her. Es ist alles eine Kettenreaktion, wie wenn du die Dominosteine in einer Reihe aufgestellt hast und den letzten antippst und alles ist so miteinander verwoben. Beginnen wir mit dem Tarot. Ich denke, du bekommst ab dem 9. 10. April wie sagt man da, diese Schleuder, wo du ins Licht katapultiert wirst, an die Hand, sei es durch eine Entscheidung, wer weiß. Jedenfalls um den 9. 10. April wird es sehr, sehr gut für dich. Entscheide nicht voreilig, sondern geh in dich. Verweile ein bisschen, denn um den 21. geht's weiter. Der Schütze, bitte. Es ist, als würdest du dich lossagen, losreißen, losfliegen. Kann auch eine erstarrte, sture Ansicht sein, wo du dachtest, so ist es und nicht anders, so muss es sein, so wird es sein, es geht nicht anders. Plötzlich bekommst du einen Perspektivwechsel. Perfekt. Du bist echt in dir. Du kannst auf alles mit Leichtigkeit antworten. Du bist trotz Anfang April noch eines hektischen Umfeldes oder nennen wir es unruhigen Umfeldes, sei es in deinem Alltag oder was von dir abverlangt wird oder vielleicht hast du auch wahnsinnig viele To-Dos gerade, an die du denken musst und verrichten musst. Du schaffst es alles, das wirklich aufs Beste zu managen. Und auch wenn du bemerkst, dass dich irgendetwas nervt oder die Schwere wiederkommt, die schweren Gedanken, du schaffst es wirklich mit einer Handbewegung quasi, da die Energien zu switchen. Ich würde sagen, du hast dich echt gut im Griff im April.
ein weibliches Erdzeichen. Kann gut möglich sein, dass dieses mit dir ein bisschen spielt. Dich auf irgendeine Art und Weise herausfordert. Wenn man sagt, jemand spielt mit dir, ist es immer so von Haus aus schon so ein automatischer Negativ-Touch. Doch ich finde das gar nicht mal, jetzt so wie sich mir die Situation präsentiert. Kokettieren vielleicht, beziehungsweise, ja, dieses weibliche Erdwesen fordert dich einfach heraus. Wisse, was du möchtest. Entscheide dich. Dann gibt es auch keine Herausforderung. Richtig? Gut. Also dein Energiehaushalt ist gut, wird immer besser. Du kommst von, wie gesagt, von unruhigen Zuständen, emotionalen Zuständen oder auch finanziellen Zuständen, kommst du, ja, wirklich in ruhigere Zustände, ausgeglichenere Zustände. Du hast in den letzten 2 Jahren vor allem sehr viel lernen müssen bezüglich des Haushaltens. Kann jetzt natürlich in wenigen Fällen sein, richtig den Haushalt zu managen, doch ich meine eher den energetischen Haushalt, den finanziellen Haushalt, das Miteinander, falls du dich um andere Menschen kümmerst in deinem engen Verbindungskreis. Du hast quasi so gesehen wirklich da die Schulbank des Lebens gedrückt, denn das Universum wollte dich auf etwas aufmerksam machen. Nämlich, dass du, einzig und allein du, in die Verantwortung gezogen wirst von dir selbst. Hast du Eigenverantwortung? Jetzt ja. Du wurdest vom Universum in die Eigenverantwortung gebracht. Auch, dass du es wirklich, sagen wir es mal salopp gesagt, dass du es wirklich checkst, ja, dass du siehst, meine Handlung, mein Zutun und das ist die Konsequenz. Und dass das, sage ich jetzt mal, Umwälzen auf andere oder Fingerzeigen auf andere, im Endeffekt, im Umkehrschluss, dann nur dir wieder Schaden bringt. Einige Schützen lernen auch einen Menschen kennen, der von weiter weg kommt, also weiter weg muss nicht unbedingt eine andere Kultur sein, ein anderes Land, kann aber gut möglich sein und es kann sehr, sehr gut möglich sein, dass das Gewässer dazwischen ist, ja, also zwischen dir und der Kultur, dem Land, wo dieser Mensch herkommt, muss aber nicht sein. Vorsicht davor, lieber Schütze, dass du für eine Jungfrau, weiblich oder männlich, nicht den Kopf verlierst. Eben, wie gesagt, du wirst herausgefordert. Ich bin gespannt. Du wirst um den 15. April, wirst du dir selbst eingestehen müssen, dass sich sehr, sehr vieles verändert hat und deine alten Ansichtsweisen, deine alten Überzeugungen keinen Platz mehr haben. Sie müssen gehen. Und plötzlich erkennst du, dass niemand von dir genommen hat, sondern nur du selbst. Es ist, als würdest du dir selbst die Augenbinde abnehmen. Falls du mit einem Luftzeichen
irgendwelche Dispute hattest, Diskussionen im Clinch warst, Wassermann, Zwilling, Waage. Du darfst in dieser Situation den Durchblick bekommen. Wir machen weiter im Extended. Der Link ist hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück bitte drauf, du wirst weitergeleitet. Wir machen dort weiter mit mehr Details. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!